Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Megamods Traveling und heute seht ihr den letzten Teil meiner Indienreise. Wir verabschieden uns von der Hochzeitsgesellschaft, denn für die geht es zurück nach Deutschland und wir reisen weiter nach Hampi und Goa. Starten wir los. Jetzt sitzen wir gerade für 5 Stunden im Taxi auf dem Weg nach Hampi. Die Gegend aus dem Fenster verändert sich ständig, aber schaut einfach mal selbst. Mit gemischten Gefühlen geht's jetzt weiter, denn einerseits sind jetzt nicht mehr so viele Leute um mich herum, was einerseits anstrengend war, andererseits aber auch schön. Ein kleiner Zwischenstopp auf der Autobahn zum Kaffee und Keks essen und dann geht es wieder weiter. Kurz vor Hampi hat uns der Hotelbesitzer eine komische Nachricht geschickt. Wir wussten gar nichts damit anzufangen und hatten schon Angst, dass wir keine Bleibe bekommen. Nach einem Telefonat hat sich aber alles geklärt. Er meinte, wir bekommen ein anderes Bleibe in New Hampi, nicht in Old Hampi wie geplant. Die Bleibe war übel, aufgeplatzte Decke, Klimaanlage ging nicht, also viel zu heiß. Ich konnte kaum schlafen. Auch die Hunde haben in der Nacht ständig gebellt. Am nächsten Morgen sind wir dann umgezogen nach Old Hampi. Leider war das Hotel dort nicht wirklich besser, aber wenigstens ist man dort zentral. Wir starten auch von dort direkt los. Hampi ist eine historische Tempelruinenstadt im Bundesstaat Karnataka. Die Ruinen der Stadt liegen über 26 Kilometer verstreut. Es gibt also viel zu sehen. Die Ruinen liegen in einer tollen Felslandschaft. Außerhalb gibt es überall Bananenpflanzen und Reisfelder. Der Strom kommt vom Tungabhadra-Staudamm. Manchmal kam auch keiner und es gab oft Stromausfälle. Mir hat Hampi sehr gut gefallen. Den anderen beiden hat es nach 2 Tagen echt gereicht, was man ihnen aber auch nicht verübeln kann, denn die Temperaturen sind heftig, 35 Grad und mehr. Deshalb haben wir uns auch für 2 Tage einen Tuk-Tuk-Fahrer gemietet, der uns überall hinfährt. Das war auch gut so, denn er hat uns die wichtigsten Plätze gezeigt. Ein kurzer Zwischenstopp in einem der wenigen Restaurants und schon geht es wieder weiter. Am schönsten fand ich den Hanuman Hill Tempel auf dem Berg, den wir nachts um 4:30 Uhr raufgegangen sind, um 5 Uhr den Sonnenaufgang zu sehen. Wir waren mit den Affen die Ersten. Dann hat sich der Platz nach und nach gefüllt.
Man muss übrigens echt aufpassen, dass man nichts liegen lässt, sonst klauen es die Affen. Hier haben sie die Mülltonnen geleert. Übrigens wurden wir immer wieder von Tigern gewarnt. Anscheinend gab es schon mehrmals Angriffe auf Menschen. Pass auch auf die Tausendfüßler auf, da das giftige Sekret Reizungen und Jucken auf der Haut verursachen kann. Nach dem Frühstück ging es weiter mit Steinen, anderen Ruinen und einen Zuckerrohrsaft zu trinken. Hampi war von ca. 1343 bis 1565 die Hauptstadt des Königs Vijayanagar. In seiner Blütezeit soll die Stadt zwischen 200.000 und 500.000 Einwohner gehabt haben. 4 von 5 Dekkan-Sultanen haben sich gegen Vijayanagar zusammengeschlossen und ihn vernichtend geschlagen. Dabei wurde die Stätte größtenteils zerstört. Heute gehört Hampi zum UNESCO-Weltkulturerbe. Am dritten Tag in Hampi wollten wir uns die Hippie-Stadt auf der anderen Seite vom Fluss anschauen. Diese sollte besonders gemütlich sein. Vom Hotel aus kommt man innerhalb von 5 Minuten zu Fuß zum Fluss und von da kann man diesen entweder zu Fuß durchqueren, wenn man weiß wo, oder mit der Fähre fahren. Wir haben uns für die Fähre entschieden. Auf der anderen Seite haben wir nur Zerstörung entdeckt. Unser Tuk-Tuk-Fahrer hat uns dann erzählt, dass das oberste Gericht am 11. Februar 2020 die offizielle Anordnung zum Abriss aller Einrichtungen auf Hippie Island beschlossen hatte. Dem Bewohner wurde eine kurze Frist für den Umzug gegeben. Danach wurde alles zerstört, egal ob noch was da war oder nicht. Es gab viele Proteste und Gerichtsverfahren, die über 10 Jahre dauerten, doch das alles hat nichts geholfen. Gründe für den Abriss sind offiziell zum Beispiel antike Relikte und Denkmäler von erheblicher Bedeutung. Ein anderer Grund waren die Handelslizenzen, die vom Gericht als ungültig und somit illegal angesehen wurden. Inoffiziell wird erzählt, dass zu viele Touristen Partys machten und Drogen nahmen und das nicht erwünscht war. Ich kann nicht sagen, was hier stimmt und was nicht, aber ich finde es mega schade, denn genau dieser Ort muss Hampi seinen besonderen Flair gegeben haben. Am Abend ging es dann mit dem Nachtbus nach Goa, an den Angonda Beach. Da wir Off-Season hier waren, hatten wir diesen fast für uns ganz alleine. Wir entspannen jetzt einfach nur.
Am nächsten Morgen laufen auf der Straße überall Schweine herum. So sieht übrigens unser Hotel aus, wie im Urwald. Wir fahren nach Palolem zum Shoppen, PCR-Test machen, einen anderen Strand anzuschauen und eine Kleinigkeit zu essen. Danach hat's mich umgehauen. Die Hitze war für mich zu viel und ich friere nur noch. Danach habe ich noch etwas Falsches gegessen und so verbringe ich die letzten 2 Tage in meinem Hotelzimmer. Dann ging's zurück mit dem Flugzeug nach Bangalore und von dort nach Hause. Schreibt mir gerne, ob euch so ein Reisebericht gefallen hat. Im nächsten Video erzähle ich euch dann von den Bedingungen der Ein- und Ausreise und welche Probleme das ich sonst noch so hatte. Also schaut wieder rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!